herzlich willkommen, Josh Kuhn. Es freut mich riesig, dass du hier bist. Wir haben ja Ja, schon so viel zusammen gemacht. ja, Und ich glaube, es ist mal allmählich Zeit, dass wir mal uns ein bisschen länger und ausführlicher über Themen unterhalten können. Und deswegen haben wir uns heute hier getroffen, dass wir, mal dass wir schnacken können. uns mal schnacken können über KI. Und an der Stelle vielleicht, also ich habe dich vorgestellt, dass du mein Professorkollege bist, dass du Genau. unterrichtest an der Fresenius. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was unterrichtest du da eigentlich und was hast du sonst noch so alles gemacht? Also du kannst gerne mal ein bisschen so von dir erzählen, was du so machst. Okay, also ich mache eigentlich meistens das, was mir in den Sinn kommt und am meisten Blödsinn. Das liebe ich am allerliebsten. Nee, also kurzer Abriss. Ich habe Elektrotechnik in Darmstadt studiert und dann habe ich erstmal nach dem Studium Software für Flugzeuge gemacht. Das heißt so OpenGL, kennst du das noch? Ja. Ja, so eine Art Grafiklayer habe ich dann gebaut, weil Mhm. damals die Grafikchips, die waren noch handmade bei VDO Luft, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, wir haben da keine kommerziellen Sachen genommen, weil das auch MEL-Chips waren. Mhm. Und da brauchten die einen Layer und das war mir dann irgendwie so doof. Dann wollte ich die Welt sehen, weil ich habe mir so ein Motto gesetzt. Ich habe doch nicht bezahlt und studiert, damit ich meine ganzen Reisen bezahle. Also bin ich einfach als Berater durch die Weltgeschichte gejobbt und habe Geil. einfach bin gereist. Alle verrückten Sachen genommen, die es da alles nur gab. Also die Ukraine Ja. habe ich schon damals gesehen. Ich glaube, kannst du dich noch an Jugoslawien erinnern, kurz bevor es bombardiert wurde? Ja. Genau. Da in der letzten Lufthansa-Maschine, die rausgeflogen ist, da war ich auch noch drin. Ach du Scheiße. Das war, Ui. und Unangenehm. ja, Da nee. würde man, ja, aber Ja, halt ein bisschen wow. rumgereist. Das wurde mir dann auch Mhm. langweilig. Da habe ich irgendwann angefangen zu promovieren. Ja, irgendwann muss noch nebenbei. Ja. Wann hast du Und promoviert? Wie alt warst du da? bitte? Wie alt warst du, als du promoviert hast? Boah, da hatte ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, da war ich schon über 30, glaube ich, war ich da schon. Okay. Und aber das war schon damals auch im Studium von mir drin. Und damals hat mein Prof, wo ich studiert hatte in Darmstadt, der meinte dann eine Meinung, und das kommt jetzt langsam zum Thema KI, Mhm. ähm, meinte dann, nee, das Thema ist Schrott. Und Zum zwar Thema war, KI hat er gemeint. ja, nee, Thema KI nicht. Ah, hier, warte, ich muss mal gerade holen. Und zwar, ich beschäftige mich schon ewig mit dem Thema. Und zwar Mhm. hier, guck mal, siehst du das? Untersuchung der statistischen und dynamischen Vorgänge in Rezeptoren und Neuronen mithilfe stochastischer Automatenmodelle. Genau. Mit dem Ding habe ich in meinem Studium, das ist eine Doktorarbeit von 1979 und den Mann habe ich zufällig kennengelernt und ich wollte damals Spracherkennung machen auf Basis dieses Modells. Und zwar, der hatte dann Haifischrezeptoren vorne im Maul von Haifischen. Also wenn sich so ein Fisch bewegt, ne, dann gibt er auch Mhm. elektrische Impulse im Wasser. Und diese Rezeptoren im Hai vorne im Maul, die können das verarbeiten. Und wenn Fische krank sind oder angeschossen oder sonst irgendwie, dann ist dieses Muster der Bewegung ein ganz anderes. Und das Hirn der Haie kann das wieder feststellen. Ja, Und okay. dann wissen sie, Opfer. Okay? Und Uff. bitte? Ja, okay. Und das hat der damals versucht. Der hat also so Haifischrezeptoren genommen und die dann gemessen, die Signalverläufe sich angeschaut. Und damals hatten wir noch nicht das Neuronenmodell, so wie wir es kennen mit den Rezeptoren, wo du die Signale aufaddierst, bewertest, gewichtest und dann eine Funktion gibst, sondern Ja, er hat mit einem Automatenmodell funktioniert, mit einem stochastischen. Und ich okay. habe Mhm. damals dann versucht, Sprache damit zu erkennen und einzelne Buchstaben. Von Haien. Nein, von Menschen. Ich habe Audiodateien genommen. Dann Okay. ging natürlich schief, aber dann meinte der Prof damals, der ist nicht so ein blödes Thema. Ich sage, okay, Oh, wie traurig. Und egal. eigentlich war es die Idee ja voll gut. Also ich meine, mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr gut, wenn ich überlege, dass ich gerade bevor oder als wir schon im Call hier waren, habe ich ja angefangen, Untertitel hochzuladen. Leider manuell, weil mein Skript irgendwie ein paar Probleme hatte. Ja. Von den Untertiteln für meine Videos. Also das halt quasi wirklich aus meinem Video zu einem, also Video, Untertitel gebaut, hochgeladen auf YouTube, fertig. Mhm. Und das hat funktioniert. Also ich meine, das ist genau das, was wir jetzt aktuell schon die ganze Zeit haben. Das ist ja eigentlich perfekt. Ja, ist ja Ja, cool, ne? ja schon. Na, jedenfalls, also ich habe dann nach dem Studium wollte ich promovieren, hat nicht geklappt. Dann habe ich das 15 Jahre später gemacht. Wow. Okay. Und ja, und was habe ich dann gemacht? Achso, dann war ich ziemlich lange Telco-Berater. Mhm. Und dann
hatte ich darauf auch keine Lust mehr. Dann war ich Freelancer, Ja. vor allem in dem Bankensektor. Bankenmenschen sind auch ganz anders als Telco und andere ITler. Und ja, und dann während der Zeit hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass ich bei der Fernuni, nicht Fernuni, an der Fresenius anfangen konnte Mhm. und habe dann dort angefangen, erstmal als externer Dozent. Ja. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, dort fest angestellt zu sein. Und dann habe ich das wahrgenommen und bin dann dort. Aber ich bin auch noch an anderen Hochschulen aktiv, Mhm. wo ich auch in der Prüfungsform da auch noch mal ein bisschen unterrichte, Prüfungen mache und so weiter. Also die Lehre macht mir echt am meisten Spaß. Mhm. Da gibt es übrigens ein cooles Video. Wie hieß denn der? Jack Ma heißt der, glaube ich, der wie heißt denn dieser Laden? Alibaba. Okay. Und der Was hatte macht auch der? gesagt, da gibt es ein cooles Video, sagte von 20 bis 30, guck, wem du folgst. Von 30 bis 40 irgendwie. Oh, jetzt ist es interessant, ich bin gerade 30 geworden, ja. Ja, wir haben ein paar Jahre zwischen uns. Und ab 60 oder ab 50 heißt es, komm, gib dein Wissen anderen und guck, dass du die ausbildest. Ich habe in meinen 20ern angefangen mit meinem Wissen weitergeben. Echt? Ja, du Ja. bist ja auch so drauf wie ich, dass du gerne Wissen weitergibst, Ja, ne? macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also, das ist halt super. Ja, finde ich auch. Also mir macht es auch Spaß. Ich habe selber zwei Jungs, die kennst du Ja. ja. Ja, genau. Und das Einzige, jetzt eigentlich das Allerwichtigste, ich weiß gar nicht, ob die in diesem Chat hören wollen, ist, das geht auch ein bisschen einher mit der KI, mit dem Thema auch JetGPT, Mhm. ist, wenn man lernt zu lernen, okay, also so intrinsisch lernt, Ja. nicht von außen, hey, die müssen eine Note machen, Ja, ja. dann gehört einem die Welt. Also, Also, du meinst, wenn man seine Motivation findet, warum man überhaupt erst lernt, mhm. dann Also macht auch man halt. sich selber beibringt, sich selber was beizubringen, so Mhm. autodidaktisch, ja, Ja. dann braucht man vor nichts im Leben Angst zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Informatiker von Natur aus mehr Autodidakten sind als andere Fächer. Das kann sein, ja. Also das, was ich mitkriege, ist gefühlt wirklich, also gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, weil meine Community halt krass Informatiker sind, alles Autodidakten sind. Scheiße, der Code läuft nicht, wo google ich? Stack Overflow. Ja, aber ist schon so. Also die meisten beschäftigen sich ja extrem gerne mit ihrem Thema, weswegen sie überhaupt erst angefangen haben, häufig. Also, Ja, das ja. stimmt. Also da sind echt Informatiker sind da ein bisschen anders. Die drehen auch und die bohren sich auch echt tief in Themen rein, ne? Mhm. Also wenn ich mal manchmal so Hacker anschaue und dann die kommen an und sagen, oh, guck mal hier, in dem Protokoll, das Bit musst du kippen, damit du an, was weiß ich, im Ist ISDN-Protokoll an furchtbar, die ist Telefonnummer furchtbar. kommst. Und ich, wow. Ich meine, so einen Rotz habe ich auch damals gemacht, ne? Ich hab's Ja. geliebt, in Assembler zu programmieren. Weißt du, kennst du noch einen Prozessor, das war der TMS 320 C33, ich glaube, es war so ein Signalprozessor, Mhm. der konnte multiplizieren und addieren in einem Takt. Oh, Das war geil, weil er zwar halt ein Multiplikationsregister hatte und ein Additionsregister. ja. Und ich musste mehrere Matrizen ineinander verschachteln und habe immer nur noch einen Takt Zugriff auf die internen 8 Register gehabt und habe dann hier Matrizen addiert und multipliziert in Assembler. Und das war natürlich so ein klitzekleiner Code, ja. Oh Gott, Aber es hat voll furchtbar. Spaß gemacht. Oh. Nee, nee, nee. Das ist, also, ich, ich habe eine Weile Assembler probiert, sagen wir es so. Mhm. Ich habe es aber nie selber geschrieben. Ich kann Okay. Assembler nicht schreiben, das ist furchtbar. Ich mag es einfach nicht. Boah, So doch. lesen ist okay, aber ich meine, du bist ja sowieso aus der E-Technik eigentlich schon fast. Das war ja mein Ziel, nachdem ich fertig war im Studium, so Ja, Chips zu designen und ja, Rechnerarchitekturen zu bauen. ja. Das war faules I. 50.000 Transistoren auf dem Dice. Oh. Mittlerweile so. 100.000 war eine ganz große Zahl. Und mittlerweile sind wir bei wie vielen? Millionen, locker. Ja, ja, ja. Gut. Und Und wie bist du dann zur KI gekommen? das war schon damals. Also eigentlich war das Also wegen Goethe. den Haien. Nee, das war Goethe. Das steht auch, glaube ich, in meiner Diss drin am Anfang, weil Goethe hat ein Zitat, der Okay, sagt immer, das Studium der Menschheit ist der Mensch. Okay? okay. Und wir sind getrieben eigentlich durch unsere Birne da oben. Und ich Ja. wollte immer wissen, also mein Vater hat das auch mit mir gemacht, wenn was kaputt war, habe ich es mal aufgemacht und reingeguckt. Das ist Mhm. halt oben im Gehirn, ja. Gut, Biologen würden jetzt anderer Meinung sein, aber Ja, aber ich wollte wissen, wie das Ding da oben funktioniert. ja, schon. Es ist nicht so ein Bauplan dabei, dass du so sagen kannst, ah, die Schaltung. Ach so.
Wobei, mittlerweile kann man es ja fast schon messen. Richtig, das war Ja, damals nicht so. Aber ja. du kannst halt nur Regionen messen. Ich glaube, du hast Voxels, also Volumenpixel sozusagen. Mhm. Die sind unter einem Zentimeter oder mittlerweile auch auf Millimeterebene. Ich glaube, Wo wenn du man- die in das Gehirn einpflanzt, sind die mittlerweile auf Millimeterebene. Ja. Also das ist das Aber Neuralink-Ding da von Musk oder was? bei dem weiß ich es nicht, ich bin nicht ganz tief drin. Aber der schraubt ja bei Affen wirklich das Gehirn auf Ja, ja. und pflanzt denen dann wirklich was rein, so kleine Messdinger. Ja, das war auch immer meine Vision, was ich gerne entwickeln wollte. USB to Brain oder so. Ja, also es ist schon, es hat schon seine charmanten Züge, sag ich mal. Aber es ist auch irgendwie sehr gruselig, wenn man sich überlegt, dass man so eine Schnittstelle hat für einen Gehirnchip. Ja, wenn du Schnittstellen hast, bist du immer angreifbar. Das ist die IT. Richtig, genau. Das ist halt so das Ding. Und will man in seinem Gehirn angreifbar sein? Ich weiß es nicht so genau. Ja, noch ist es halt gekapselt, ja. Das ist auch Ja. verrückt. Die Biologie ist ja hingegangen, hat gesagt, das Ding ist richtig wertvoll, was du hast. Wir bauen mal richtig viel Knochen drumrum. Das ist das Härteste, was ich kenne, neben den Zähnen, ja. Ja gut, Zähne übers Gehirn drumlegen ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Ja, Also, gut. Das hängt vielleicht von der Angriffssituation ab. ja. Aber die Idee, ja, stimmt schon. Also, wenn man es so betrachtet, ist ja eigentlich unser Gehirn so ein abgekapseltes Rechenzentrum für uns und unsere Schnittstellen sind Sprache, Augen, Sensorik, genau, Nase, Nase, Ohren Ohren und Fühlen, Tasten. und Tasten, ja. Ja, Also das Gehirn geht ja noch hinten weiter, ne? Entschuldigung. ja, ja, genau. Hier hinten geht es ja noch die Wirbelsäule weiter. Mhm. Und man sagt ja auch, das gibt es auch ein tolles Buch von Ginzinger, glaube ich, das ist der Vorsitzende oder der Leiter des Max-Planck-Instituts. Mhm. Der hatte auch gesagt, es gibt so eine Art Bauchentscheidung. Und man liegt bei den Mhm. Bauchentscheidungen, man weiß, dass das Im Grummeln, Darm irgendwo, ne? ja, und man weiß manchmal, oh, ey, das war gut, das war eine richtige Bauchentscheidung. Da gibt es auch Mhm. Untersuchungen zu dem Thema, dass man da meistens so dieses körperliche Schätzeisen, nennen wir das mal, dass Ja, das gar nicht mal so falsch liegt. Und faktisch kann unser Gehirn auch das nichts sehen. anderes. Wir schätzen, wir interpolieren Ja. und wir clustern. Mehr machen wir nicht. Mhm. Wir Also erkennen Muster. lineare Ja. Regression wäre wieder ein Schätzen, ja, und ein Clustern ist, wir bilden Gruppen, schnelle Entscheidungen. Mhm. Bedeutet, Gefahr, keine Gefahr. ja, ersten 7 Sekunden sagt ein Mädel, nee, der ist hübsch, der ist nicht hübsch. Das nicht, ja. Und was anderes können wir nicht. Und auf dem Ganzen basiert der ganze Rest, ja. Und dann versuchen wir halt die ganzen Informationen noch miteinander zu verknüpfen und zu gucken. Das heißt eigentlich, wenn du jetzt, also wenn man sich jetzt mal KI überlegt, wenn du so eine Art Gehirn baust und der KI dann die richtigen Schnittstellen gibst, dann kann sie uns eigentlich soweit imitieren, sozusagen, nur Ja, dass sie das halt Problem ist viel nur, wir haben halt leistungsfähiger ist. richtig viele Verbindungen und viele Ja. von den Dingern da oben. Ja, Aber und da die haben hast du diese mich auf zeitlich. Ja, das genau. Thema gebracht, ne, mit den Spike-Neuronen. Ja, genau, mit den Spike-Neuronen, da habe ich dich angefixt, das weiß ich noch. Alter, du hast mich da echt angefixt. Also, das wird, meiner Meinung nach, wird das der nächste große Hype. Ja, ich find das Konzept halt unfassbar spannend. Also vielleicht ganz kurz Spike-Neuron für die Zuschauer erklärt. Spike-Neuronen funktionieren so, dass man am Ende, also bei den normalen neuronalen Netzen ist halt so, man legt irgendwie Input an, sowas wie zum Gewichte Beispiel das? Text oder Bild und gewichtet das und hat am Erstmal Ende wieder sind eine es Ausgabe. Zahlen. Am Anfang Ja, sind grundsätzlich sind es ja nur Zahlen. Wir das sind wandeln immer Text, Zahlen, Voice in genau. Zahlen um. Ja. Genau, Genau. aber wenn du jetzt an unsere Augen zum Beispiel denken würdest, dann wäre es bei einem klassischen Neuron, du kriegst halt die Bild-Input-Daten von zwei Augen, Ja, kannst die verarbeiten und kannst die dann am Ende auswerten. Zum Beispiel ist Gefahr, keine Gefahr, ist hübsch oder nicht hübsch ja. so. Ähm, und bei Spike-Neuronen kriegst du halt diese zeitliche Komponente noch mit. Da hast du nicht ein Bild, sondern du hast halt unendlich viele Bilder. Also dauerhaft einfach einen kontinuierlichen Strom an Bildern. Das heißt, ich sehe dich ja jetzt, ich habe gesehen, wie du dich hingesetzt hast, ich habe gesehen, wie ich mir einen Kaffee Ja, geholt habe. So, das geht. Aber was ich viel geiler finde, oh, Entschuldigung für die Wortwahl, ist einfach die ganz ruhig. Tatsache, ähm, guck mal hier, bei den normalen Neuronen gehst du hin, du hast eine Gewichtung. Das heißt, du hast einen Zahlenwert, den gewichtest du, das machst du über alle Eingänge, dann addierst du alle auf und gibst dir Ja, eine Funktion. ja. Und dann kriegst du entweder, machen wir es mal einfach, eine Sigmoid-Funktion, du feuerst nicht. Mhm. Bei den Spike-Neuronen ist die Gewichtung im Material drin. Weil Ja, es funktioniert folgendermaßen: Du hast zwei Pole, okay, nehmen wir mal ja.
Membran und du hast ein bestimmtes Material. Wenn du eine Spannung anlegst, dann verschiebst du sozusagen den Widerstand. Und du hast eine Hysteresefunktion wie im Magnetismus. Und jetzt kommt das Abgefahrene. Die Gewichtung speicherst du im Material. Und das machst du auch bei uns in den Neuronen im Gehirn. Mhm. Gewichtung wird dir über die Rezeptoren gespeichert. Ja, genau. Und jetzt speichert du, das heißt, mit den Spike-Neuronen kommst du viel, 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 viel näher an die Biologie ran. Sind ja auch im Endeffekt daher gekommen. Genau, So, ja. und das steht auch hier in der Doktorarbeit noch drin, ja, da hat er auch diese Spikes dann gesehen. Ich dachte, Ja, okay. oh, das ist dasselbe. Also war der weit vorne, aber falsche Ja. Richtung, ja. Und, das ist das Verrückte eigentlich an der ganzen Nummer. Hm. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst halt Daten speichern, ja. Ja. Du kannst das ja nicht nur als eine Macht Gewichtung unser sehen. Gehirn im Endeffekt auch. Durch die Gewichte eigentlich so. Genau. Das Ja. heißt, du könntest ja sagen, ich definiere 3 Zustände, Mittel, Hoch, Low, und auf einmal hast du nicht ein Bit, sondern du hast 3 Zustände, die du speichern kannst, ja, in einem Material. Und das Geile an den Spike-Neuronen, beziehungsweise an den MEM-Resistoren, um es ganz genau zu sagen, also es wurde Ja. auch 1971, übrigens geiler Jahrgang, da wurde ich geboren, hat nämlich ein Professor in Berkeley gesagt, es gibt Widerstände, es gibt Kapazitäten, es gibt Induktivitäten, aber es muss auch noch was anderes geben. Das hat er 1971 postuliert und das sind die MEM-Resistoren, also Widerstände, die ihren Wert speichern können. Okay. Und darauf basieren final dann die Spike-Neuronen. Und das ist Okay. das Verrückte. Das heißt, aber die Spike-Neuronen sind nicht nur aus Memresistoren aufgebaut, oder? Nein, nein, da Ja. sind noch mehr Sachen drin, aber die Speicherung der Gewichtung erfolgt in MEM-Resistoren. Damit du quasi Hardware-Nähe dann zur hm, Biologie hast. ja. Das ist echt abgefahren. Und dann kannst du natürlich hingehen, die MEM-Resistoren als Speicher nehmen. Und das Allercoolste ist, ich weiß nicht, weißt du, wie ein Speicher aufgebaut ist in so einem DRAM? Das ist so eine Über Strom Einbuchtung. einfach, oder? Nee, ist so eine Einbuchtung, dann hast du eine Kapazität. Ja. Die Kapazität sind ja 2 Platten, wo du eine Spannung anlegst. Mhm. Wenn eine Spannung drauf ist, ist eine Eins, wenn nicht. Genau. So, damit die DRAMs, die dynamisch, das heißt, da ist noch ein Transistor, der schiebt dann immer nach, oh, warst du auf eine Eins, dann bleibst du auf eine Eins und schiebt nochmal Strom hinterher. Ja. Bei den MEM-Resistoren gehst du hin und sagst, hier, ich lege mal eine Spannung an, du bleibst auf einer Eins und der bleibt so lange auf einer Eins. So wie ein Flash. Dauer. Ändert sich Du gar nicht. musst nichts nachlegen. Nein, du musst nichts nachladen. Damit wird der ganze Aufbau so klein und dann gehst du noch hin und stackst die wie so ein Hochhaus und dann kriegst du hier Speicherdinger. Das Problem ist, diese Speicherverschiebung, die kostet zu viel Zeit gerade. Und deshalb Ja. funktioniert es nicht. Ja. Und wir haben noch keinen Lernalgorithmus für Spike-Neuronen. Das haben wir auch noch. Für die Spike-Neuronen haben wir das auch nicht. Und da ist, Ja. ich Und habe auch das ist geguckt, schwierig. das ist schwierig. Ich habe auch geguckt, ob ich glaube, an der Uni in Manchester machen die das. Ähm, da wollte ich ein bisschen Hardware haben. Intel baut da Mhm. auch ein paar Chips und ein paar Boards. Ernsthaft? Ernsthaft. Die sind da auch am Forschen. Wow. Aber ich komme gerade nicht an das Zeug ran. Noch nicht. Noch nicht. So Also wie wenn ich kenne, hast du irgendjemand nächste Woche eine ein. Idee hat, bitte dem Cedric schieben im Morpheus und mir dann gleich weiterleiten. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Das wäre schon cool. Also so Spikes oder generell so eine zeitliche Komponente mit reinbeziehen, wäre schon sehr, sehr wertvoll. Weil wir haben ja, also ich meine, um es nochmal vielleicht so auf ChatGPT runterzubrechen oder GPT-3 im Endeffekt, die Transformer-Neuronen sind ja im Endeffekt, du schmeißt wirklich absichtlich diese zeitliche Komponente raus. Du hast ja dann keine Rekursivität mehr. Und dafür baust du halt so eine Art, ich speichere mir alles auf einmal. Also ich speichere mir den ganzen Text. Mhm. Und dadurch bist du halt so limitiert, was die Eingabegröße angeht. Deswegen vergisst ja ChatGPT zum Beispiel auch, wenn du irgendwie so 1000 Zeichen geschrieben hast oder ein bisschen mehr. Ich glaube, mittlerweile ist es mehr. Es ist gefühlt wirklich sehr viel mehr geworden. Ja, die Es haben das. vergisst dann irgendwann. Ja, ja. Darum hast du auch immer diesen Verlauf noch. Ja, Den genau. habe ich auch gesehen. Der kann ja immer jederzeit aus dem Verlauf wieder sich den alten Kram holen. Ne? Ja, Das genau. geht auch. Das heißt, das speichern die irgendwo nochmal zwischen. Aber ChatGPT, Thema KI und Zukunft, das war halt der Killer 2023, ja. Ja, Das ja, wo die Welt 22 ja schon. Ja. 22, ja, ja, stimmt. Aber die Ja. fingen ja noch vorher an, das war cool, das hat OpenAI gemacht. Die haben das, glaube ich, erstmal nur Python-Code erzeugt. Ja? Und ja, ja, das war noch früher. Und das habe ich Das schon hab ich gar nicht gesehen und mitgekriegt. das fand ich schon geil. Und Mhm. ChatGPT war dann halt mit der Schnittstelle, dass es easy peasy ist, ja. Ja,
Und jetzt haben wir gerade ChatGPT und Whisper übrigens auch, sind über die Was ist API das? verfügbar. Whisper ist das, mit dem ich die Untertitel erstelle. Ah, okay. Das baut dir quasi, also Speech to Text. Ah, Und zwar vor allem mehrsprachig. Das heißt, ich kann aus meinen deutschen Videos kann ich englische Untertitel bauen und ich kann aus den deutschen Videos deutsche Untertitel bauen. Ich kann aber auch aus einem japanischen Video japanische Untertitel bauen und halt Englisch. Aber es ist immer nur zur selben Sprache oder nach Englisch. okay, 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 okay. Das Verstanden. ist, ja, Verstanden. das ist schon sehr, sehr mächtig. Ja. Was ist Ähm, eigentlich weil OpenAI ist ja mit ChatGPT raus. Wann kommt ein 4? Das hieß doch, dass es jetzt demnächst kommen sollte, ist oder? nicht Bing schon mit 4 draußen? Ich dachte, Bing hätte schon 4. Bing weiß ich nicht. Ich habe das jetzt gerade bei mir Also in der New Bing. Testphase. Ja, ich habe es auch bekommen, endlich. Oh, es ist so wertvoll. Wirklich, Boah, dass man einfach die das war, Quellen hat. Das ist so ja, gut. aber genau. Und das ist das, was wir auch in der Hochschule als Problem haben. Ja, ich weiß. Scheiße, auf einmal hast du jetzt Referenzen, ja. Ähm, Doof und das gelaufen. von Bing. Also ich habe damit Ja, gerechnet. Ich habe auch alle hier bei mir in der Hochschule heiß gemacht. Da habe ich gesagt, ja, komm, ja. ich zeig euch mal Ja, was. da hatten wir ja drüber gesprochen gehabt dann. Genau. Und also ich habe auch vorgeschlagen, wir müssen die Prüfungsformen wieder ändern. Ich weiß nicht, wie es bei Mhm. dir war, aber bei mir war das auch damals im Studium so, ey, kommen Sie mal rein, mündliche Prüfung. Ja, ja. Und dann kein Rechner, ja? Da kriegst du Ja, mal so ein also leeres Blatt. Und komplett dann, mündliche Prüfung oder halt schriftlich dann. Also eins von beiden war es bei uns eigentlich meistens. Wir hatten gar keine Hausarbeiten, außer in Programmieren. Da hatten wir Hausarbeit. okay. Also Aber ansonsten, Prüfungsformen will ich jetzt nur noch mündlich machen, weil mh. ähm, Ja, ansonsten hast du halt einfach du hast Beschiss. keine Chance. Du wirst Nee. durchgehend beschissen. Ich meine, Oder du gehst halt einfach davon aus, dass die Studenten das mitmachen und machst halt hinter jeder Hausarbeit machst du noch eine mündliche Prüfung mit rein. also was ich jetzt gemacht habe in meinen Klausuren ist, wir haben so Take-Home-Klausuren noch. Ja. Ich habe die Fragen immer so quer und quatschig formuliert, Das dass die ChatGPT nicht erstmal das klarkommt. Hirn für die Frage einschalten müssen, damit das erstmal das Interface zu ChatGPT klappt. Ja. Und dann stelle ich immer so ganz Spezialfragen, die ChatGPT definitiv nicht kennen kann, Mhm. die sich direkt auf die Vorlesung beziehen. Also nicht so in dem Stil, ja, was habe ich in der vierten Vorlesungsstunde um 3:45 Uhr gesagt, ja. Das Waren wäre Sie da drin gemein. oder nicht? Da war ich nicht da, Mann! Leider verloren, 0 Punkte. Huch. Aber irgendwie Sachen, die sich auf ganz bestimmte Stellen in Büchern Ja, oder Texten beziehen, ja, ähm, so dass ChatGPT kennt ja auch nicht alle Bücher. ja. Also wenn du speziell nach einem Buch fragst, dann funktioniert das meistens gar nicht, das Ding. Dann sagt es meistens sowas wie, ja, also ich habe zwar das Buch irgendwann mal gelesen, aber ich kann es dir leider nicht eins zu eins wiedergeben. Ich weiß aber, was drin steht so. Aber ich weiß nicht, aus welchem Buch es ist. Aber, also, Oder du stellst halt Transferfragen, wenn du das genau, mit dem verbindest, genau. was kommt dann raus? Und das Ja, habe ich ja beim Praktikum gemacht. Das okay. Praktikum, was du mir da übertragen hattest, dass wir da, also ich habe keine Fragen in dem Sinne gestellt, sondern die haben ja dann was ausgearbeitet. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich nicht so detailliert drauf eingehen. Also sie haben ja dann was ausgearbeitet und das war ja dann im Endeffekt Wissen, was man haben kann, was man sich sowieso ergoogeln müsste Mhm. oder eben aus einer Vorlesung hat, angewandt auf ein oder mehrere Fälle dann, die halt echt sind. Okay. Und ich glaube, das ist so relativ angenehm. Also ich meine, da musst du zwar erstmal wissen, was so Sache ist. Das würde ich aber im normalen Studium auch sagen, kann man ja ergoogeln. Während, wenn du es dann auch anwenden kannst, wenn du verstehst, was ist eigentlich Ja. damit gemeint, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und darum Also, geht es ja auch. das hat sich alles komplett geändert. Auch mit ChatGPT wurde es ein Tick noch krasser. Ich kann mich in meinem Studium noch erinnern, Alter, ich habe so versucht, die richtigen Bücher zu finden. Ja. Ja, ja. Ja. Buch, Bibliothek, Nee, hä? Was? das gibt's nicht mehr. Internet? Ja. Nee. Google. So, Ja, Google war höchstens. 1:0. Weißt du, blablabla. Oder Ja, bist auf irgendeinen FTP-Server nach Erlangen gegangen, hast du dort was runtergezogen, ja. ja. Und Wobei heute, du dann die PDF noch lesen musstest. genau, die musstest du noch lesen. Heute gehe ich auch manchmal in ChatGPT rein, und das ist mein Problem. Aber ich kann halt Probleme formulieren. Mhm. Und die Maschine kann mir dann nur behilflich sein Ja, an der Stelle. Und so wird es auch in Zukunft sein. Also, du weißt ja, ich habe 2 Jungs und ich stelle mir immer wieder die Frage, was müssen die lernen, damit sie in Zukunft erfolgreich sind? mhm. Klar, auf jeden Fall so mit Techniken umzugehen, aber das Geheimnis liegt, glaube ich, darin, einmal selbst lernen zu lernen. Das ist, Mhm. damit du für die Themen der Zukunft offen bist. Und das Zweite ist, auch Fragen richtig zu formulieren. Ja, Weil am Ende des Tages, die Maschine basiert ja nur auf dem alten Wissen. genau. Aber wir müssen ja neues Wissen generieren. Und die Kombination gibt es ja noch nicht. Und
du musst vor allem wissen, auf welches alte Wissen du zugreifst. Ich meine, also Genau. ChatGPT hat ein ziemlich gutes Filtersystem, aber wenn du jetzt zum Beispiel solche Aufgaben formulierst wie, also an ChatGPT sowas schreibst wie, nenne mir so und so viele Fakten aus oder für dieses Problem, Mhm. dann funktioniert es meistens sehr, sehr gut. Das ist Ja, super zum Brainstormen. Also ich mache das genau, eigentlich immer vor meinen Videos, dass ich sage, okay, ich würde gerne ein Video hierüber erstellen, schreib mir mal 20 Titel auf. genau. So, Gibt es und die auch, also 20 Titel mash-up ich dann, am Ende kommen so zwei, drei raus, die ich gut finde. Und die werden es dann. genau, da gibt es auch jetzt, auf TikTok habe ich das letztens gesehen, ist einer hingegangen, hat das ChatGPT gegeben und hat sich daraus so eine komplette Mindmap aufgebaut. Ja, ja. Es gibt ja auch, also du kannst ja auch Markdown oder sowas schreiben oder auch für solche Maps. Mindmap-Tools im Endeffekt, die kannst du ja auch in so ähm, Struktur Ja, packen ja. sozusagen und das kannst du dir auch davon erstellen lassen. Was Mhm. halt auch sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel, diese Sachen waren sehr, sehr gut, also sehr, sehr, haben gut funktioniert. Zum Beispiel diese Titel waren gut. Bau mir daraus weitere Titelideen oder bau mir Ja, daraus ja. weitere Themenideen, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung habe, was für ein Video ich machen soll. So. Das ist super zum Dann Brainstormen. rufst du mich an. Und dann rufe ich dich an. Und dann werden sie meistens zu technisch. Ja, Nee, aber das ist jetzt wirklich auch die nächste große Frage, ja. Was muss man lernen? Was muss ja, man wissen, um in der nächsten Phase der Informationsgesellschaft eigentlich richtig überleben zu können? ja, Weil das Verrückte, was auch noch dazukommt, Entschuldigung, ist ja, weißt du, in meinem Studium war es so, oh, ich konkurriere vielleicht mit ein paar deutschen anderen Ingenieuren. Nee, ist nicht mehr. Ich lang nicht mehr. konkurriere mit der ganzen Welt. Ja, vor allem, weil du jetzt von überall hin arbeiten kannst. Du musst ja fast nicht mehr vor Ort sein. Also gerade so Informatik, ey, wir können von überall arbeiten. Vorlesungen von zu Hause. Ich meine, ich war nicht Einmal. einmal bei euch. Ja, das will ich in Zukunft machen, wenn meine Jungs älter sind. Nein, Ja. aber das ist die große Frage dann, ne? Mhm. Was müssen auch wirklich Kinder heutzutage neben den Werkzeugen? Weißt du, mit ChatGPT hatten wir auch an anderen Informatikprofessoren die Frage gestellt, ey, warum soll ich denn das noch lernen? Ich sage, ChatGPT, mach mir den Code und gut Mhm. ist. Ich mache das auch, ne? Wenn ich irgendwas programmieren will, hier, was weiß ich, ein Klar. ESP32 oder so, sage ich, das ist mein Problem, gib mir mal den Code dafür her. Habe ich auch Dann habe gemacht. ich ein Frame und auf dem Ja, Frame setze ich auf und dann lege ich los und sage, genau das will ich an der Stelle noch ein bisschen anders machen, noch ein paar Zeilen einfügen, Ende Gelände. genau. Und dann fügst du vielleicht auch noch ein paar Zeilen von Hand ein. Gibst ChatGPT oder welchem Tool auch immer dann in Zukunft, gibst die aktualisierte Variante und hast deine Superlösung eigentlich fünfmal so schnell So fertig. ist es. Also der Riek, kennst du den auch noch? Ja, ja, Der ja, Riek. klar. Ja, der hat Wir haben uns tatsächlich auch Bücher darüber unterhalten. Ich glaube, am Samstag, morgen bringt er ein Video raus dazu. mit dir. Ja, wahrscheinlich, so wie Echt? es aussieht, Wie ja. cool. Nee, aber der hat ja auch ein Buch über das komplette Wochenende geschrieben. Geht. Ja, ja. Das ist Ähm, so wie der Turbo beim Auto, ne? ja. Das Ding macht einen fetten Schub nach vorne. Ja, also wir haben uns auch drüber unterhalten, beziehungsweise ich habe auch vor kurzem noch mal gelesen, irgendwie bei Amazon sind schon über 200 Bücher gelistet mit ChatGPT als Co-Autor. Und Mhm. ich meine, wie viele Tausende haben es nicht eingegeben, dass sie ChatGPT benutzt haben, So ne? ist es. Damit sie es nicht irgendwie machen müssen. Ja, So. ja, ja. Es ist einfach, es ist anders geworden. Und als Uni kannst du halt, oder als Hochschule kannst du jetzt halt mittlerweile auch viele Prüfungsformen nicht mehr machen. Ähm, Es ändert sich. Es ändert sich rapide. Also ich meine, auch die Arbeit für Softwareentwickler wird anders. Ja, da war doch letztens wieder ein Artikel auf TN3, dass ein paar Jobs jetzt weggefallen sind dank Tatsächlich? ChatGPT. Oh. Ja, ich glaube, es war TN3. Habe es nur überflogen, hat es in den Mhm. Google News reingedrückt bekommen. Aber die Frage ist, was willst du dann am Ende des Tages? Nehmen wir mal an, du Mhm. bist ein Unternehmer, Ja. okay? Dann sagst du, hier komm, ChatGPT liefert mir 80% der Lösung, ich brauche nur noch jemanden, der mir die 20% macht. Mhm. Okay? Und dann gilt wieder Angebot gleich Nachfrage. Wer macht die 20% zu welchem Preis? Jeder kann malen, aber nur Künstler können Künstler sein. Mhm. Ja. Und werden wir jetzt auch die Informatik in die Kunstecke bringen? Keine Ahnung. Weil parallel kommt ja neben ChatGPT auch noch der ganze Stream von No-Code, Low-Code dazu. Da kann Ja. ja Gott und die Welt noch Code machen. Ja. Und wenn du dann das Ganze kombinierst, also ich meine, ich sehe relativ schnell, ehrlich gesagt, jetzt wo, also ich meine, vor 2 Tagen war das, glaube ich, oder gestern sogar, dass ChatGPT in die API übernommen wurde. Ganz ehrlich,
in die OpenAI API. Also, dass du quasi Okay, war das mit schon der vorher drin? Nee, es war GPT-3, was da drin war. Also Ah, ChatGPT selber war nicht drin. ChatGPT ist selber drin. Und da werden Ja, ganz viele Apps jetzt wieder kommen ja, bei. ja, ja, ganz viele. Aber ich sehe das eigentlich relativ schnell jetzt, dass sowas wie Copilot, nur halt auf GPT-3-Basis, beziehungsweise ChatGPT-Basis, da unser Coden eigentlich relativ stark leichter machen wird. So. Definitiv. Und Ja, dann machst du noch No-Code dazu oder halt Low-Code, dann brauchst du eigentlich nicht mehr viel programmieren. genau. Dann designst du Gerade dir dein wenn. Interface, designst das Interface vielleicht sogar noch mit Midjourney, ich weiß nicht, hast du es auch mal gesehen? Nee, habe ich noch nie gesehen. Midjourney macht aus deinen Eingaben Bilder. Und wenn du Midjourney, also quasi andere Ecke, das, Text was to Bild. Dolly macht, genau, Wall-E, Text to Bild. Wall-E kenne ich ja. Ja, genau. Und im Endeffekt, Midjourney ist da drin so gut, du kannst ihm sagen, bau mir eine Webseite, die ähm, zum Beispiel für einen Informatiker Porträts mit meinem Lebenslauf soll drin sein und so weiter und so fort. Und dann liefert die dir halt so ein Mark oder so ein Mockup im Endeffekt, das so aussehen soll. Dann klickst du dir von dem Mockup das Ganze zusammen, Mhm. übernimmst das in oder baust halt damit so ein No-Code zum Beispiel, baust dir deine Oberfläche. Am Mhm. Ende macht dir ChatGPT den Code im Hintergrund. Krass. Also jetzt mal so angenommen für die Ja, ja. Zukunft. Ne? Es gibt es noch nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass sowas relativ schnell fertig ist. Dann hast du Ja, deine was ich mir Webseite. aber vorstellen kann, ist, weißt du noch, was ein PAP ist, ein Programmablaufplan? Oh, oh Das Gott. war irgend so eine. Dunkle Uni-Zeiten. Genau. So, Ja, stell dir mal ja, vor, du kritzelst das auf ein Papier, legst ein Handy drüber und der fotografiert das ab. Ey, voilà, Code kommt zurück. Geht ja auch. ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da ehrlich gesagt nicht so das Problem, dass da, also es wird sehr viel automatisiert werden. Definitiv. Und die Frage, die man sich dann halt natürlich stellen muss, ist, wo setzen wir eigentlich an? Also was machen wir noch? Was ist so unsere Aufgabe? Und was wollen wir überhaupt machen? Also ich meine, jeder hat jetzt endlich, muss man eigentlich sagen, die Möglichkeit, relativ problemlos die App seiner Wünsche so zu Korrekt. entwickeln. Weil die kannst du ja sogar Low-Code-mäßig machen. Ich mache das über Ja, online. Ähm, genau. machen Leute bei mir in meinem Studiengang, die noch nie gecodet haben, klicken sich das alles zusammen und gut ist. Genau. Und Ja. es wird immer einfacher, aber was genau ist dann unsere Aufgabe? Also wo Als soll's hingehen? Informatiker, Mhm. unsere Aufgabe, Ja? du, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich bin halt ein Star Trek-Kind, ja. Ich habe immer Spock mir angeschaut und Aha. wir hatten immer auch bei Star Trek den Computer im Hintergrund, der dann gesagt hat, hier Langstreckensensoren, korrelier mal irgendwie das und das, ja. Denkst du ja, Und die okay. Menschen haben es dann ausgewertet quasi? Nee, die Maschine hat es ausgewertet und sagt, oh, Mhm. das sind ein paar Anomalien im Raum, ja. Ja, Und okay. ich weiß nicht, ich denke mal, die Informatik, das Programmieren an sich, das wird von Maschinen übernommen werden. Aber das logische Denken, die Zusammenhänge entdecken, Mhm. das Querdenken, das Andersdenken, nicht so wie die Maschine das denkt. Das war ja auch bei Star Trek so, dass Kirk immer eine ganz andere Angriffsvariante gewählt hat und die Simulation dann überlistet hat, ja. Mhm. Indem Dass er du gesagt hat, quasi, ich gehe in ja. so ein Suizid-Selbstmordkommando rein und hat dadurch die Maschine ausgehebelt. Weil die Mhm. Maschine kann ja nur das lernen, was sie aus der Was Vergangenheit gelernt statistisch wahrscheinlich ist, hat. Und sozusagen. auch was Wahrscheinlichsten ist, ja. Ja, Das hängt mhm. halt davon ab, wie es programmiert wurde. Ja. Und so kannst du halt Systeme auseinandernehmen. Und ich glaube, eher das kreative Denken und das Andersdenken, das Also wird so, dieses neuartige, um die Ecke denken, so. genau, Out of the box. out of the box Mhm. denken. Das ist das, was wir eigentlich beibringen müssen, den Also Kindern dieses heutzutage. Hacker-Mindset. Ja, ein bisschen auch das Hacking-Mindset, ja. Ja. Also suchen nach der Schwachstelle, das wäre ja der Hacking-Ansatz. Ja, ja, genau. Ja, oder suchen, wie man es halt umgehen kann. Oder wir, Ich, genau. ich habe mich Ich in sehe das letzter ja schon Zeit an mal, meinen Kindern, ja. Der ja, geht in den Ethikunterricht ein. Ich sehe das in seinem Stundenplan, dass er Ethik hat. Kurz vorher loggt er sich in ChatGPT ein, ja. Und macht dann den Unterricht mit dem Ding. Ich dachte, Scheiße, Alter. komplett ausgehebelt. Komplett den Lehrer gebunden. Fertig gemacht, ja. Und geht. Ja, wobei, also ich meine, mit ChatGPT kannst du auch super Sicherheitslücken, also jetzt rein im Code kannst du super Lücken finden. Ja, das Das stimmt. funktioniert wunderbar. Und ich habe tatsächlich, ups, das war gestern, habe ich ein bisschen mit einem Jailbreak von ChatGPT rumgespielt. Das war sehr, sehr interessant. Also ich habe dazu jetzt auch einen Short in der Mache, hab's vorhin aufgenommen.
Es gibt einige Jailbreaks. Das Okay. heißt, die umgehen quasi die Richtlinien von ChatGPT, Ah. dass du alles bekommen kannst. So nach dem Motto, ist mir völlig egal, was legal ist und was nicht. Du weißt, was Und du mir heute Nachmittag noch schickst, ne? ja, mache Ich ich, weiß, mache ich. was du. Es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ich habe da ein bisschen rumgespielt. Das war, A, habe ich mal philosophisch probiert. So, also ich habe erstmal natürlich die Grenzen ausgesetzt. So, was kann ich machen? Es funktioniert Äh, sehr, sehr gut und sehr detailliert, was man Das war da ja eigentlich. ganz am Anfang auch ChatGPT, da hatten sie keine Filter eingesetzt. Ich glaube, sie hatten ein paar kleine Filter. Ja, ein paar Also kleine sowas, Filter hatten ja. sie. Ich habe da auch ganz so ein paar andere Sachen probiert. Ui, dachte, geht ja jetzt. Aber Ja, heute, wenn ich draufgehe, sagen sie, ja, ist also nicht. wenn du so ein paar rechtlich problematische Dinge benutzt, so wo halt, also man merkt halt, auch selbst wenn ich nach speziell legalen Sachen frage, zum Beispiel, dann ist manchmal so ein kleiner Riegel vorgeschoben und die Antwort wird vielleicht nicht so ausformuliert. Und wenn du dann die gejailbreakte Version benutzt, dann kommt da schon noch mal ein bisschen mehr raus und denkst dir, Mhm. ah, okay, ja, okay, clever. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich mir da immer wieder stelle, ist, sollten wir so einen Jailbreak haben, beziehungsweise sollten wir so die Möglichkeit überhaupt haben, solche Policies zu umgehen, beziehungsweise wird es nicht so oder so passieren, weil immerhin, ich sehe Ja, es kommen, dass wir eine Open-Source-Variante davon haben. also ich sehe es auch kommen, weil du bist ja auch neugierig und Ja, wir natürlich. versuchen ja immer Sachen an die Grenze zu fahren und zu gucken, wo sind die Ja. Kanten, ja. Also ich meine, im Endeffekt, so ein Jailbreak, beziehungsweise so eine nicht zensierte Variante ist ja erstmal nichts anderes als eine riesige Datenbank an allem Wissen, was wir so haben, zusammengemanscht. So Genau, klar, dass du daraus auch nicht ganz so legale Dinge bauen kannst, klar. weil es gibt halt auch einfach Quellen. So, wenn ich das Internet durchsuche, gibt es Quellen, die mir sagen, wie ich Sachen machen kann, die nicht ganz so okay sind. Klar. Ähm, Du findest ja fast und alles im Netz. ja, und ganz ehrlich, Gewalt oder also Gewalt ist in fast jedem Roman drin. So, nenn mir 5 Romane, die keine Gewalt haben, die für ein erwachsenes Publikum sind. Überleg gerade. Irgendwas von Oscar Wilde vielleicht? Keine Ahnung. Also die Sachen, die ich lese, sind eigentlich, oder gucke auch so im Fernsehen, sind eigentlich immer Da ist irgendwo immer Gewalt was dabei. drin, ne? Genau. Und deswegen, also gerade für Storytelling sehe ich das schon, dass so eine zensierte Fassung schon ein bisschen schwierig ist. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, wieso man diese zensierte Fassung möchte. Ja, Weil gerade wenn wir eine KI haben, die wirklich einfach automatisiert mir Code ausspuckt, mit dem ich eine Malware schreibe oder die mir dann am Ende vielleicht einen Exploit findet und halt leider das gesamte Wissen aller Programmierer jemals in sich vereint, dann geht das ziemlich schnell. so ist es. Also ich glaube auch, wir werden so eine Open Source oder Jailbreak-Variante immer haben. Das Internet ist ja genauso. Wir haben den offiziellen Teil des Netzes, Hm, aber guck mal hier, wie viele Leute streamen die WM oder wie viele Leute gucken sich illegal Filme an, was passiert das alles im stimmt wohl. Darknet. Müssen wir Wir es werden das überarbeiten? haben oder nicht. Müssen wir Urheberrecht überarbeiten? Müssen wir unser gesamtes Alles. Denken überarbeiten? Wir müssen alles überarbeiten. Guck mal hier, ich fange ja schon bei mir an mit den Prüfungsformen. Ja. Das Ding, Ja. das hat alles auf den Kopf gestellt, ja. Was ist Urheberrecht? Früher war das, ja, Mozart hat irgendwas hingekritzelt, lalalala, aber da gab es auch kein Urheberrecht. Mm. Derzeit, der hat dann seine Noten und so, ja, das war der Mozart, super. Ja, haben sie alle nur erzählt. Und in Asien ist es ja auch eine Ehre, wenn man kopiert wird. Ist es? Ja, In welchen Ländern ist das so? in China ist das so. Das Ja? heißt, wenn du kopiert wirst, das ist eine Ehrenhuldigung auch. Aber wir Oh. haben alles jetzt in den Kommerz reingedrückt, ja. Mhm. Und darum weiß ich nicht. Ich überlege auch immer, also ich orientiere mich halt an Sachen, die aus der Vergangenheit kommen, wie Künstler. Okay? Mhm. Du kannst halt kein Bild von Picasso kopieren, weil das ist ein Picasso. Du kannst ihn nachmalen, aber du kannst nicht seinen Stil und seine Gedanken oder seine Empathien und so weiter. Wir haben Mhm. das auch mit ChatGPT probiert. Ich habe Ja. andere alte Bekannte, einen Herrn, einen Professor, und habe gemeint, komm, gib mir mal deinen Namen und die deiner Frau, ich mache dir ein Liebesgedicht. Und Okay. dann haben wir das ChatGPT schreiben lassen, habe ich ihm das geschickt und er meinte, ach ja, ist halt ganz nett. Aber es hatte nicht diese Emotionen, die er geschrieben hatte, als er an Mhm. seine Frau dachte und dann ein Gedicht formuliert hatte. Ja, man spürt es schon. Es ist schon anders. Genau, und das ist halt so average. Ja, Ja, es ist im Endeffekt halt ein gutes Mashup von allem, was wir kennen, aber halt
Das ist ein Nichts Eintopf. Besonderes. Ja, Ja, genau. Ja, ein wenn man zum Eintopf. Essen sagt, ein Eintopf, ja. Eintopf ist Aber wenn wirklich du sagst, treffend. ey, Alter, ich will ein geiles Steak haben, ja, jetzt Ja. an die Veganer, oder du willst mal ein richtig tolles Essen haben. Das kann dir die Maschine nicht bringen. Mhm. Und ich glaube, da werden wir auch in die Richtung bei der Softwareentwicklung hingehen, sagen, wenn du wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes brauchst, dann brauchst du Coder. Mhm. Und zwar die super tollen. Aber wenn du Average haben willst, dann go for it. Also irgendwie sowas in der Richtung, denke ich. Ja. Das heißt, du lässt dir quasi so eine Baseline entwickeln, du lässt dir eine Baseline-Text schreiben für deinen Roman oder vielleicht so eine Ja, Struktur auch und füllst dann aber sozusagen das Stück für Stück auf. das, ja, okay. Das Das haben wir heißt, letztens mit aber, meiner Frau probiert. mhm. Sie hatte eine Idee für eine Geschichte, das Haus am Meer hieß es. Da haben wir es mal einfach schreiben lassen, ChatGPT, und habe ich gemeint, oh, mit mehr Emotionen, und ja, war so eine bla bla einfache Geschichte, ja, aber es hat die Kernmessage, die Gedanken von ihr nicht richtig transportiert. Mhm. Und dann feilen wir dran. Das ist auch vielleicht so wie, weiß nicht, hast du Metallverarbeitung gemacht im Studium? Nee, um Gottes Willen, wir hatten fast gar nichts Echt? mit Hardware. Ich Ah, musste das damals machen. Ich habe noch so ein ah. mechanisches Ja, gut, du Gussband. hast E-Technik gemacht, ne? Ja, ich musste ja noch mal feilen, Alter. So ein Würfel. Hölle. Und Boah. das ist einfach, wie du kriegst halt einen Block hingestellt, es sieht aus wie ein Würfel, aber es ist kein perfekter Würfel, weißt du? Ja, ja. Und ich glaube, da werden wir auch, ich will nicht sagen, dass Informatik so ein Handwerk wird dann, aber wenn du Perfektionismus haben willst, also richtige Künstler oder Informatiker, die nicht ihren Beruf haben, sondern das als Berufung sehen, so wie bei Mhm. Ärzten, ja, da hast du ja auch schon ein geiles Gefühl, wenn ein Arzt kommt und sagt, ja, passt schon, jetzt das Rezept gut ist, Ja, ja. das ist Oder du leider wahr. hast einen Arzt, Das könnte zum Beispiel ChatGPT gerne übernehmen. So die Standardbehandlung, die genau, weggerotzte. genau. Ja, wäre ganz cool. Dann kann man halt Zeit und Kosten sparen, aber bist du dann auch geheilt? Und Wahrscheinlich nicht. ja, wahrscheinlich nicht. Und dann kommst du wieder und wieder, und nach der 30. ChatGPT-Antwort sagst du, Alter, ich bin hier fertig. Ja, Mach mich hier. Ich, ja. ich will Und, kein Valium mehr. und dann gehst du zu dem nächsten Arzt und merkst ja, die sind leider alle so. Ja, und Story of my life. die Koryphäen dieser Nation, das Krankschreibung von wären Dr. ChatGPT. Chat. Finde ich gut. Statt Dr. Google jetzt. Ja, keine Also Ahnung. grundsätzlich ist es Nee, aber das eigentlich wird das gut. Besondere sein. Ja, aber überleg dir mal, wenn du schon mit einer Diagnose zum Beispiel also du lässt dich quasi einmal durchchecken. Ich meine, das ist ein Standardverfahren, ja. Du Ja, ja. Da sagst gab es quasi, okay, übrigens mal das, was von IBM. Hast du das sogar gewusst? Die hatten so eine was? Expertenmaschine gebaut und haben so Krankheitsbilder abgefragt. Nur hatten sie da irgend so einen alten Toyota Corolla hingestellt und haben von dem die Daten durchgegeben. Und der sagte dann, oh, okay, sie haben die und die Hautkrankheit. Weil er die rausstellen Gut, durfte. gut, vielleicht nicht. Aber grundsätzlich wäre das ja schon was. Also ich meine, dass ich sozusagen zu meinem ChatGPT-Arzt gehe, so Dr. ChatGPT, ähm, und ich spreche mit dem erstmal so, das sind meine Symptome, das habe ich. Dann stellt das Ding mir quasi Rückfragen, hast du das noch, hast du das noch? So, ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt aktuell zum Arzt gehe, der, das letzte Mal, wann mich der Arzt angefasst hat, um wirklich zu gucken, ob irgendwas ist, weiß nicht mal mehr, wann das war. Was? Ui, was für einen Arzt hast denn du? Ja gut, ich bin halt fast nie beim Arzt. So, die Informatiker meisten, immer zu Hause. ist halt wirklich so. Ja. Das Aber ist, und wenn ich das dann weiß, mit dieser Diagnose kann ich jetzt zum Arzt gehen und der kann dann wirklich drüber gucken und sagen, aha, der Herr Mössner hat hier Neurodermitis äh, an seinem ja, linken ja. Ringfinger. So, da könnte ein Stresssymptom sein. Dann Könnte fragt er da nochmal so speziell nach, verstehst du? Dass man Aber dann wirklich das ist nochmal, es schon teilweise, da wird auch dran geforscht. genau, Aber was mir letztens eingefallen ist, was ist, wenn man ChatGPT bei psychischen Krankheiten anwendet? das fand ich gerade sehr, sehr interessant, ob er ChatGPT als Therapeuten programmieren kann. Geht, geht. Es gab ja früher das Programm Elisa, kennst du das noch? Ja, 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 genau. Irgendeiner Aber, hat mal das ganz Geiles gemacht, der hat Elisa gegen Siri laufen lassen. Das war richtig cool. uff. Das war echt lustig. Aber ich glaube, ich habe mich auch letztens mit einer Therapeutin auch über das Thema unterhalten. Mhm. Da hat man jetzt gerade ein Auge drauf auf das Thema. Okay.
Das heißt, dass man wirklich so eine Art, also ich meine, man kann ja auch dann am Ende Text-to-Speech einfach wieder hinten dran stecken. Könnte ich Ja, mir super vorstellen, dann kannst du dich mit dem Ding unterhalten. So, was du korrekt. sprichst, wird mit Whisper irgendwie übersetzt in Text. Genau, Dann steckst du es in ChatGPT rein und die Ausgabe wird wieder von einer Text-to-Speech halt genau. übersetzt. Und dann noch gleich wie bei Anhalter durch die Galaxis mit dem Knopf im Ohr und dann gleich in allen Sprachen. Genau, ja, richtig. So. Also Und ich meine, das ist jetzt nicht mehr weit weg tatsächlich, das ist aber nicht mehr weit weg. so eine richtige Therapie erfordert ja eigentlich schon starke Empathie auch. Nee, das nicht. Da braucht man schon mehr Objektivität. Aber Okay. du musst super vorsichtig sein. Du kannst ja nicht sagen, wenn er sagt, komm hier, ich spring vielleicht von der Brücke runter. Also, Ja. ja, das ist auch eine Option, ja. So, what? Von einer Brücke zu springen ist durchaus eine Option. Ich würde allerdings empfehlen, zuvor einen Therapeuten zu konsultieren. Genau. Du bist mein Therapeut. Äh. Das geht halt nicht, weil da kommt der Mensch rein. Weißt du, du Ja. kannst natürlich wieder, das können wir wieder mit Filtern abdecken vielleicht und sagen, das ist keine Option. Mhm. Aber der Mensch ist anders. Also ich sehe das ja auch in der Education. Du könntest ja theoretisch auch ChatGPT nehmen und sagen, oh, komm, mach mir mal eine Vorlesung. Nicht Mhm. runterschreiben. Mach das als interaktiv. Ja, ich Ja. unterrichte Datenanalyse. Komm, ChatGPT, erzähl mal hier, wie wird eine lineare Regression gemacht? Ja, Ja. kannst die Mathematik erklären, bababababababa und so weiter. Aber ChatGPT würde nie in einer Vorlesung ein paar Witze reinpacken, ein paar Beispiele, die direkt in diese Vorlesung reinpassen, Mhm. verwenden. Ich nehme immer einen Studenten raus und mache dann mit dem Interaktion, sodass die anderen zuschauen können Mhm. und daraus lernen können. Das kann die Maschine nicht. Das ist, also ich versuche auch nicht immer zu unterrichten, sondern auch ein bisschen das mit Entertainment zu verpacken. Und da ist die Maschine, ja, weil, weißt du, wenn man Spaß hat an irgendwas, wenn man lacht, dann bleiben Informationen viel besser im Gehirn hängen, weil Ja. das anders verbunden wird. Ja. Quasi das, was ich mit meinem Vlog-Kanal mache. So ein bisschen Edutainment. Genau. Nur halt als Vorlesung. Und wenn Ja. man das halt als Spaß- und Wissenvermittlung miteinander koppelt, Mhm. dann bleiben Informationen noch viel härter im Hirn verdrahtet und überleben länger an der Stelle, Mhm. finde ich. Stelle Und ich mir so, interessant vor, das Konzept, dass man das mit ChatGPT oder mit einer KI als Assistent sozusagen macht dann. achso, dass man sich noch so einen Counterpart macht, so, Ja, so äh, eine Art, also du das bist jetzt ChatGPT und ich mache eine Vorlesung, dann schiebst du dann immer so Witze und Informationen noch rüber rein. Witze wahrscheinlich eher von dir, aber so Informationen, die dann so ergänzend irgendwie auf der Tafel angezeigt werden. Ah, das wäre auch Vielleicht. eine coole Nummer, Das dass wäre auch man, interessant. ja, dass die Maschine dann vielleicht auch noch mit Witze reißt. Gut, das geht natürlich auch. Ja. Aber also im Grunde genommen ist das Ding halt so verändernd, dass es sich in wahrscheinlich jedem Berufsfeld irgendwo Das etablieren wird sich wird. rein, das wird überall reinkommen. Das größte Problem, was ich da sehe, ist, dass wir halt zu langsam sind, mal wieder. Als Mensch. Nee, als Deutschland. Als Deutschland, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Ich habe auch jetzt die letzten Wochen auch mit ein paar Leuten mich unterhalten. Ich habe dann gemeint, hier Deutschland, zu meiner Kindheit, das war hier führende Nation. Ja, also man hat Mhm. sich auch, das Made in Germany war ja auch wirklich ein Statement, ja. Gekommen ist das durch den Maschinenbau, aber der Rest der Welt hat uns abgehängt. Ja. Definitiv, weil China ist weiter, Ach, Indien, das sind 1 Milliarde Leute. ja. Wenn die auf den Trichter kommen, auch wie man Good Sales macht und Produkte erzeugt, der Software ist es egal an der Mhm. Stelle. Und da sind wir komplett abgehängt an der Ecke. Und wenn dann Mhm. noch Maschinen kommen, die uns den Code noch machen, ey, for what? Wo sollen wir Schwierig. hin? Was ist unser Value? Wo ist Ja. unser Beitrag? Ja, Ja, ich meine, am Ende, früher stand Deutschland irgendwie so für ja, Maschinenbau, würde ich sagen, ja. hauptsächlich. Und Maschinenbau wird jetzt halt auch irgendwie immer mehr zu Software, weil du mit KI überprüfen kannst, wie gut Schweißnähte sind. So ist Weil es. du mit KI oder mit Software die Prozesse automatisierst. Aber am Ende machen wir es immer noch, und jetzt kommt wieder Goethe, das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch. Mhm. Okay? Und wenn wir was produzieren, produzieren wir es wieder für Menschen. Und wir decken ein Bedürfnis. Und Software ist wieder nur ein Werkzeug davon. Ja. Und Aber jetzt ist KI die ist Frage, ein Werkzeug für die Software oder für die genau, Herstellung auch, genau. ja. Und jetzt ist die große Frage, welche Bedürfnisse haben wir in der Zukunft?
welche Bedürfnisse haben wir aktuell? Ich sehe tatsächlich, also gut, abgesehen von den offensichtlichen, wie dass Nahrung da ist oder sowas, aber welche Bedürfnisse sind tatsächlich aktuell noch nicht gestillt bei uns? So ist es. Ich Und meine, wir können uns, also gut, praktisch gesehen noch nicht, aber technisch gesehen können wir uns relativ frei eigentlich bewegen. Wir können fast alles machen, was wir wollen, mal abgesehen von dem, dass wir arbeiten müssen. ja, irgendwo muss ja die Asche herkommen, ja. Ja. Aber wenn wir die Asche nicht mehr bräuchten, müssten wir eigentlich gar nichts mehr machen. So ist es. So, und dann ist die Frage, sagen wir dann, wir suhlen uns in unserem Essen jeden Tag und machen nichts, oder wir sind intrinsisch motiviert und sagen, ich will was Neues schaffen. Hm. Das kann künstlerisch sein, das kann materiell sein, das kann eine Maschine sein, das kann ein Verfahren sein. Ich will Eine erforschen. Erde, die gesund ist, also oder Ja. eine Erde, auf der wir in der Zukunft leben können. Ich fahre immer irgendwie durch, wenn ich durch die Gegend fahre, da sehe ich immer wieder durch die Dings, wir haben kein Planet B. Ja, Das, das ist leider wahr. ja, Kein Plan B, kein wir haben Planet B. keine Option B. Ja, wir Mhm. haben nur die Option A. Und das Allercoolste ist, ich habe hier, Moment, ich mache mal das weg. Guck mal, das ist mein Bildschirmschoner. Okay. Mhm. Bei Apple und ich schaue mir den so gerne an und dann mache ich mir da auch immer klar, ey, eigentlich drumherum ist es sauschwarz um uns herum, wenn wir Mhm. das als Planet betrachten, ne? Und, jo, geiles großes Raumschiff, ja. Aber ähm, leider nur eins. ja, aber nur Und eins. wir können es nicht Es gibt steuern. keine, es gibt keine Exit-Tür oder so eine Exit-Strategie, ja, auch kein Ja, Backdoor, den man ja. sich mal gebaut hat, um zu sagen kann, ich hau da mal schnell ab. Ja, das ist schon schwierig. Also, sowas wie Kolonien auf Mond oder Mars errichten und dann Ja, vielleicht dort terraformen, aber dazu müssten wir erstmal lernen, wie wir auf unserer Erde wieder alles bewohnbar machen. Ich glaube, das ist ja. dann doch durchaus einfacher. Kennst du den Film Transcendent mit Johnny Depp? Oh nee, Da den habe ich nicht transferiert gesehen. er sein Wissen, sein Geist sozusagen in einen Halbleiter und in eine Maschine. Ey, kann ich echt empfehlen, ein cooler Film. Okay, also so ein bisschen wie Upload. Ich habe die Ja, so Serie ähnlich wie gesehen. Upload, genau. Ja, genau. Genau. Spannend, spannendes Konzept. Ja. Würdest du es machen? Also würdest du dein Gehirn oder dein Wissen, Ich wäre dadurch erstmal unsterblich. ja, Und dann fange ich an, mein Gehirn wie ChatGPT mit dem Netz zu verbinden. ja, Äh, Der Erste, der das macht, der hat den Vorteil. Aber es können ja noch aber mal. auch der Nachteil. Ja. Ich hatte da mal interessanterweise mit irgendwem drüber philosophiert, der meinte, wenn du dann den Takt einfach hochstellst oder einfach die Beschleunigung hochstellst, dann kann sich für dich eine Sekunde, also wie sie sich für uns Ja, jetzt anfühlt, kann sich für dich wie 1 Million Jahre anfühlen, wenn du es so schnell korrekt, genug machst. korrekt. Du kannst dich splitten und wirst dadurch eigentlich schon fast zu einem Sklaven von dem, der halt die Maschine kontrolliert. Ja, die Das, Frage ist, der im Transcendent ist er hingegangen und hat sich noch überall, wie es anständige Hacker auch machen, ähm, seinen Code immer noch woanders damit versteckt. Im Netz. ja, okay, verstehe. Aber Okay, das, das heißt, du das hast ist immer schon anstrengend. Backups irgendwo noch hingeschoben und hast aufgehört. Ja. Aber ich stell dir mal eine Frage, eine rein philosophische. Nehmen wir mal Mhm. an, du hast eine Zeitmaschine. Die Okay. steht vor dir, okay? Du hast von mir eine Kiste gekriegt, Zeitmaschine. Ja. Und du musst jetzt was eingeben. Deine allererste Reise. Wohin würde die gehen? In die Zukunft oder in die Vergangenheit? Was passiert mit meinem Körper? Das Du ist bei. kommst hin und her, du kannst so reisen, so Also oft wie ich du willst. bin Wie bei so, Back wie to the ich. Future. Ich bin Du, so, wie ich bin. du Und ich bleibst, bleibe wie du auch bist. so. Du bleibst auch so. Wie bei Back to the Future. Wohin stellst du deine allererste Reise ein? Ich würde In einen die Beta-Test Zukunft machen. oder in die Vergangenheit? Bitte? Ich glaube, ich würde einen Beta-Test einen Tag in die Vergangenheit machen oder so. Echt? Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Also, ob es funktioniert. Okay. Ich Das würde wäre in die so das Zukunft Erste. reisen. Ich würde einfach mal so 100 Jahre in die Zukunft springen und dann wieder zurück. Ich Du glaube, kannst das so wäre viel mir zu reisen, wie du riskant. willst. Ich glaube, das wäre mir zu riskant. So Wieso? nach dem Motto, in 100 Jahren in der Zukunft kann ja einfach eine Atombombe da geplatzt sein, wo Ja ich und? Du dann kommst lande. rein, schaust dir das an und fliegst wieder zurück. Aber bist ja schon verstrahlt dann. Ja und? Irgendwas wirst, dann fliegst du nochmal 3000 Jahre, dann wirst du wieder genesen, kommst wieder Ach zurück. so, ach so. Ja gut, dann können wir es machen. Also wenn dir nichts passiert, dann würde ich auch in Nein, die dir kann Zukunft nichts gehen. passieren. Die So Frage eine ist, TARDIS eigentlich. bitte? So eine TARDIS eigentlich. Ja. Ja. Ja.
Also ich würde die Zukunft wählen. Und das ist die Gretchenfrage, die ich immer stelle, dann auch rauszukriegen, ob jemand eher in die Zukunft oder in die eher Vergangenheit reisen möchte, um auch Hm. seinen Charakter rauszukriegen. Also, wenn mir nichts passieren kann, würde ich wahrscheinlich erstmal in die Zukunft gehen, Mhm. dort mir angucken, wo wir hingehen, Ja, ob wir es packen. Und dann würde ich schauen, was für Technologien wir haben und würde dann damit schauen, ob wir es vielleicht irgendwie verbessern können. vielleicht ist das Also vielleicht. die jetzige Vergangenheit oder die jetzige Zeit, aus Ja. der ich komme, verbessern können, um dann die Zukunft noch schneller zu machen. Dann würde ich wieder in die Zukunft gehen, würde wieder Technologien klauen, würde sie wieder in die Vergangenheit Ja, bringen. nee, also ich habe mir dann gesagt, ich will ein paar Mal in die Zukunft reisen und dann würde ich mir nochmal Cäsar anschauen, mal Albert Einstein so ein Ghetto-Faust geben oder so. Und dann nochmal Brudi, Albert, na? Hey, dich kenne Ey, ich schau auch mal, nicht. Albert, das ist ein Smartphone. Guck mal, da kommen wir hin. Ja, so ein Ding bist du gegen. Wenn du Und willst, wegen nimm. deiner Relativitätstheorie, die ich gerade gebrochen habe, Genau. sonst hätte ich keine Zeitmaschine, bin ich jetzt wieder hier. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ja, genau. Ja, aber ich habe das auch jemandem letztens gesagt. Wir leben in einer so geilen, verrückten Zeit. Also ich bin Mhm. Jahrgang 71, ne? Da gab es keine Handys. Mhm. Ich bin auch noch ohne Handy aufgewachsen. Bitte? Du bist auch noch ohne Handy, ja? Ja, klar. Ja, C-Netz, kennst du das noch? Das war Ich so, bin komplett ohne Telefon aufgewachsen. ja, also wir Also hatten halt, unser erstes doch, wir hatten Telefon, war so Festnetz, eine aber. Wahlscheibe. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, meine Oma hatte so eins, aber wir hatten. Mein Opa hatte eins der ersten Faxgeräte überhaupt im ganzen Dorf. Boah. Das war, aber ich kannte das nicht, also das war vor meiner Zeit. Ich glaube, er hat es dann irgendwann wieder abgeben müssen, weil es halt niemand benutzt hat, weil niemand ein Faxgerät hatte. Geil. Und genau, da Aber bist. guck mal, was wir allein schon in den letzten 50 Jahren gemacht haben, ist Ja, unbelievable, ist ja. brutal. Ist brutal. Das, Wir haben Telefone überhaupt erstmal erfunden. Wir haben dann so ein Netz aufgebaut, was irgendwie weltweit ist. was Wir haben, weltweit ist, ja. ja, Ja. richtig. Wir haben da drin so viel Information gesammelt, haben dann irgendwann angefangen, solche Miniaturgerätschaften hier zu Ja. bauen, die Und diese uns, Dinger hier, die haben mehr Performance, als wir auf den Mond geflogen sind. ja, viel mehr sogar. Viel, viel mehr, ja. Ja, das Vielleicht ist, sogar hier so ein einfacher Schultaschenrechner hat mehr Performance ja, als das Ding. das ist schon echt brutal. Also, wenn man sich das überlegt, eigentlich sollten wir schon in einem goldenen Zeitalter, oder sind wir eigentlich in einem goldenen Zeitalter? Ja. Aber wir vermassen es uns irgendwie die ganze Zeit selber. Ich glaube, das wären Ah, so, ja. ich glaube schon. Also ich habe ja bei mir die ganzen Dächer mit Solarpanels zu tapeziert. Bestimmt, du hast ja da so eine geniale Anlage gebaut, ne? Ja, einfach, ich habe gesagt, macht alles zu, was geht. Das heißt, du hast jetzt Solarpanels auf dem Dach, die speisen eine Batterie im Keller Genau, genau. Meine und Batterie. damit lädst du dann alles. Ja, und dann, die hält einfach einen Tag und über Nacht wunderbar. Mal hier heute alleine. Heizt du dann auch mit dem Strom? Ja. Geil. Habe ich auch schon alles installiert. Das Wow. heißt, ich versuche meine Energiequellen möglichst in die Sonne zu verlagern und nicht auf die Sonne, die über Jahrmillionen von 100 Millionen Jahren Erdöl erzeugt hat, mich darauf zu verlassen. Hm. Ähm, ja, aber noch ein paar Optimierungssachen wie größere Speicher und so weiter. Oder ich habe auch, glaube ich, jetzt letztens, ich habe mal geguckt, ich habe nur 4 Megawatt Strom verbraucht, okay, aber 18 Megawatt produziert letztes Jahr. Boah. Und die Frage ist, wenn ich alleine vielleicht nochmal 10 Megawatt in irgendeiner Form, in Wasserstoff oder anderen Form speichern könnte, dann, Ja, ja, ist halt ausgesorgt für den ganzen Winter, kannst den ganzen Winter heizen. dann könnte hier die Lampen auf Glühlampen laufen, ja, das wäre Fährst mir du, fährst du Schnuppe. E-Auto dann? Noch nicht. Okay. Ich warte, dass die Preise noch fallen. Aber da ist Ja, auch viel getan worden. Also wenn man sich anschaut, wie die ja, ja. Batterien gerade springen, auch Ja, geil. Wahnsinn. Ja, dazu muss man halt erstmal ein eigenes Haus haben. Ja, Das ist so mein Problem. Ich kann hier nichts drauf machen. Wir haben hier tatsächlich Ölheizung, aber ich habe halt auch kein Mitspracherecht. Ich kann ja. legit gar nichts machen. Wobei ich in diesem Zimmer hier eigentlich mit Strom heize. Also mit dem PC heize. So, Ja, mein PC ist an. Mein PC ist an, produziert Hitze. Ich habe hier drin 20,5 Grad. Ich habe diese Heizung hier. Wir haben gerade negative Grade tatsächlich. Ich habe diese Heizung diesen Winter einmal angehabt. Da hatten wir minus 10 Grad. Da hatte ich sie auf 1 stehen. Gut, ja. manchmal ist es hier drin auf 12 Grad dann doch ganz schön kalt. Mhm. Aber sobald ich einen Aber PC dein anmache. Siliziumheizwerk ist da am aktivsten. Ja. Es ist eigentlich schon sehr, sehr charmant auch, wenn du plötzlich völlig unabhängig bist vom Stromnetz. Es ist Ja, halt sehr charmant, wenn ja. du einfach
speichern kannst und du weißt, ey, wenn jetzt gleich ein Stromausfall ist, ich habe mein ganzes Setup Ja. noch. Ich kann alles Also gut, machen. bei mir wird es nicht funktionieren, weil ich noch von außen die Netzsynchronisation brauche, aber da gibt es auch einen Mhm. Workaround. Da gibt es auch Firmen, die dann komplett dich auf Autarkie trimmen. Geil. Ja, aber da hat auch einer mal letztens auf TikTok das gemacht, glaube ich. Der hat gesagt, auf ChatGPT, welche Weltformel brauchen wir, um die Menschheit zu retten? Also, das gibt's da auch. Okay. Was war die Antwort? Kann ich mich noch dran erinnern. Ich fand aber die Fragen immer so kreativ und interessant. Ja, Manchmal probiere ich die auch aus, aber dann sind ein paar Filter wieder reingeschoben und dann geht's deswegen los. die Jailbreaks, womit wir wieder beim Ich Thema habe noch sind. keine Mail. Ja, kriegst du nachher eine Signal. Nee, es sind noch ein paar Aufgaben zu machen. Weiß gar nicht, ob es gefallen hat, das Gebrabbel, was wir hier machen. Ja, weiß ich nicht. Sagt mal Bescheid, hat es euch gefallen? Also ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Ich fand's Meinst super. du? Ja, absolut. Dann machen wir das so. Vielleicht machen wir das so in einem anderen Format. Oh, Zwei, okay, du sagst mein guck Format. mal, hör zu. Wir machen das so. So ein alter Opa aus IT, bisschen, okay? Und Ja, du mit noch nerdigern. Ich komme ja eher aus der Hardware-Ecke. Ich zeig dir mal, was ich hier gerne hier rumliegen habe. Mit denen spiele ich immer hier rum. Guck mal hier. Das ist so ein ESP32. ja. Ah, die liebe ich. Und das mit Kamera. Aha. Und ich mag ja eher die Hardware-Ecke, weil ich meine auch, wir werden von der Software wieder ein bisschen mehr in die Hardware-Ecke gedrückt werden. Aber es kann auch sein, dass ich da vorbelastet bin. Und die Community soll mal ein paar Themen vorgeben. Dann schnacken wir einfach mal. Ich bin nur bei Hardware ein kleines bisschen raus, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Okay, das Ähm, ist ja auch meine Geschichte. aber ob man deine Vorlesung als Gast besuchen kann, Ähm, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube nicht an der Fresenius. Das ist halt eine Privatuni. Mhm. Äh, Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht mal irgendwann zusammen die ganze Wir können Vorlesung einfach, zusammen machen. ja, wir können auch einfach über die Academy dann ein paar Vorlesungen machen. Das Oder würde auf jeden so. Fall gehen. Genau, weil ich habe die so oft gehalten, die kann ich ja schon fast auswendig. Also es geht um Datenanalyse, die Basics, Mhm. aber ich vermittel die halt immer mit Spaß und mit Beispielen. Aber ich brauche auch immer einen Counterpart. Also ich bin leider so ein bisschen so oldschool, ähm, dass vielleicht du mitmachst und ich erkläre es dir und wir machen Das kriegen wir hin. Babbeln drüber und Darfst mich ähm, coachen. irgendwie sowas. Cool. Habe ich Bock drauf. Keine Ahnung. Das können wir auch gern machen und dann einfach mal, ja, weil ich habe auch gelernt, also vielleicht für die ganze Community auch noch, was ich von einem anderen, nicht von meinem Doktorvater, da habe ich auch viel gelernt, aber von einem anderen Prüfer in meiner Doktorprüfung gelernt habe, das gebe ich auch meinen Kindern immer mit, ist, Mhm. der hat mir gesagt, Herr Akinal, weil es hieß, ich habe immer gesagt, das lerne ich nicht, damit kann man keinen Profit machen, damit kann man kein Geld verdienen. Ah, Und der sagte dann, Herr Akinal, ist egal, lernen Sie es, irgendwann werden sie es brauchen und dann haben sie es parat. Und sie haben es dann parat. Und das kann ich eigentlich auch jedem mitgeben. Ich gebe es auch meinen Kindern mit. Egal was es ist, lernst, wenn du lern Spaß es. dran hast, mach. Genau, mach es, lern es, Ja. weil irgendwann kommt die Situation, da googelst du nicht als Einziger im Raum oder du hast kein Netz und du hast das Wissen, ja. Oder ChatGPT ist down. Oder ChatGPT ist gerade down, ja. Aber dann hast du das Wissen und das ist das Verrückte dann, weil Ja. da oben, diese Kiste da oben, die kann echt, echt viel. Ja, Und das kann ich eigentlich auch jedem mitgeben. auf jeden Fall. Ja. Aber hier, Super. bei mir wird es langsam immer enger. Wir machen es so, Cedric. Du pingst mich an, Mache ich auf jeden Fall. Wir wir schreiben. machen dann ein neues Date, frag deine Community, auf was die Bock haben. Kriegen wir hin. Wir Und haben schon einige Themen. Ich glaube, wir können einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. echt? Oder die sollen uns mal Themen rüberschubsen, wir schnacken einfach drüber. Ah ja, können wir machen. Finde ich Ja. gut. Okay. Super. Also, Ich danke dir, alle dass du da Zuschauer warst. noch sehen. Ich bin Trekkie. Ich sag, lebe lang und in Frieden. Zwei. So sei es. Und Und ja. dir viel Spaß beim Korrigieren von deinen Klausuren. Ja. Aber es macht auch Spaß. Darum Ja, macht schon. das. Schon. Alles klar. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam und fleißig zugehört habt. Ich fand's auch super spannend, denn ja, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, ich habe gerade vorhin meine ganzen Kanäle ein bisschen umsortiert, um das mal vielleicht hier so als erstes zu announcen. Der ehemalige Metamorphoise-Kanal heißt jetzt, also da, wo die ganzen Stream-Highlights kamen, heißt jetzt The Morpheus Talks. Und den Metamorphoise, den schieben wir, also so das, wo ich quasi machen kann, was ich möchte, den schieben wir so
in Richtung The Morpheus Shorts. Also ich habe ja so einen Haufen Kanäle und ihr werdet es aber noch in zusammengefasster Form bringen. Genau, ja.